D2, Frage Nummer 5. Was möchtest du für ein Arbeitspraktikum machen? Achte auf The conditional tense expressing intentions. and specialist vocabulary for the world of work. Hier sind einige Ideen. Ich möchte sehr gern ein Arbeitspraktikum machen. Ich beabsichtige, in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, weil ich später vielleicht Rechtsanwalt werden will. Meiner Meinung nach wäre das eine extrem nützliche Erfahrung, die mir zeigen würde, was die Anwälte wirklich machen. Ich hoffe dort viel zu lernen und nicht nur den Kaffee zu kochen. Ich habe auch vor, eine Woche in den Sommerferien mit meinem Vater zu arbeiten. Er hat sein eigenes Geschäft und ich möchte sehen, ob ich Unternehmer sein könnte. So we had lots of conditional tenses because this is again a question in the conditional tense, so you have to answer it in exactly the same form. We had Ich möchte sehr gern ein Arbeitspraktikum machen. Ich möchte sehen, ob ich sein könnte. so the bottom one is a very, very useful phrase, and there's a subordinating conjunction there to op, which means whether, and I think that would be a great one for you to lift and adapt. I would like to see whether I could be a, and then just name your job. And the job obviously would go on the blank space there. We also had the following ways of expressing intentions. Ich will Arzt werden. Ich möchte Lehrer werden. Good, so again, two ways of expressing them. These are both modal verbs. I want to and I would like to. And remember, werden on its own means to become. We also had Ich beabsichtige zu arbeiten. and here I'm thinking of a geographical place. Ich beabsichtige in dem Finanzviertel, in the financial center, oder in einem Krankenhaus, oder in einer Schule, oder in einer Fabrik zu arbeiten. Ich hoffe dort viel zu lernen. Ich habe auch vor, eine Woche in den Sommerferien mit meinem Vater zu arbeiten. The reason that we've separated these three final examples off from the top two is that whereas the top two were modal verbs, the bottom three are not. So ich beabsichtige always needs a zu before the infinitive at the end. Ich hoffe also needs a zu before the infinitive. And ich habe vor, I'm planning or I'm intending, also has a zu and an infinitive. So remember that there's a difference between these two distinct groups of verbs. Just one other tiny point to mention, but it will impress if you get this right. After each of those first parts of these bottom sentences, ich beabsichtige, you'll have a comma. Ich beabsichtige, Komma, ich hoffe dort, Komma, and ich habe vor, Komma, and then the rest of your sentence will be there with the zu and the infinitive at the end. We also saw some very nice specialist vocabulary for the world of work. They were Der Rechtsanwalt, die Rechtsanwälte, that's lawyer or lawyers, den Kaffee kochen, probably not something that most of us are going to get paid for, but making coffee, sein eigenes Geschäft, and that's his own business. der Unternehmer. And an Unternehmer is someone who undertakes lots of things, that's what it literally means, so it's an entrepreneur, someone who innovates and does something different for himself or herself.